Studium machst oder irgendwie sonst was, egal für was. Also die Reinde, die Victoria, die macht irgendwie Touristikfachfrei, hat jetzt auch nicht unbedingt mit Kunst was zu tun. Ja. Aber die macht dann das Praktikum und das muss sie so machen. Also, als berufsbegleitende Modelle und so. Ja. Hallo Leute, wir sind jetzt live und ich hoffe, dass wir auch ein paar Zuschauer, Zuschauerinnen haben, die ich alle schon mal unbekannterweise begrüßen möchte. Ich bin Sibylle Feucht, ich rede hier aus dem Esszimmer in Bonn und begrüße den Matthias Eberli und den Stefan Wittmer, die jetzt in Luzern sitzen und Gäste. Ich gebe eigentlich direkt an euch dann weiter. Ich werde gar nicht viel erzählen. Im Hintergrund sieht man zwei wunderbare Arbeiten von Matthias Eberli und die man auch live bei uns im Ausstellungsraum sich ansehen kann und andere tolle Arbeiten, da wir geöffnet sein dürfen. Ansonsten kann man auf die Webseite und sich noch ein bisschen informieren bei uns. Es geht heute jetzt aber um das Vorstellen der Ausstellungspublikation zur Ausstellung und die in Kollaboration mit Stefan Wittmer und seinem Magazin-Verlagsprojekt, über das er sicher auch noch etwas erzählen wird, entstanden ist und erschienen ist. Und in diesem Sinne würde ich jetzt gleich gerne an euch weitergeben. Ich weiß nicht, Stefan oder Matthias, wer fängt an? Hallo Deutschland. Wir sind hier in Luzern in der Redaktion vom 957 Independent Art Magazine. Und jetzt müssen wir da, da sehe ich, genau. Und Matthias Eberle ist bei uns zu Gast, weil eigentlich auf Anfrage von dir, Sibyl, sind wir auf diese Zusammenarbeit gestoßen. Auf x welchen Kanälen bist du mit dem Magazin in Kontakt getreten und hast das als ein potenzielles Format für eine Publikation erkoren. Und vielleicht musst du mir jetzt oder den Zuschauern dies vielleicht erklären oder erzählen, wie du darauf gestoßen bist und was dich bewogen hat, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich kannte dich gar nicht, schon als Künstler und vom Namen her, aber nicht in Persona. Ja, also ich möchte mich zuerst mal bedanken an zwei Orten, bei der Sibyl natürlich für die Ausstellung und bei ihren Assistentinnen auch für alles, was ich dort an Know-how mitgekriegt habe und natürlich bei Stefan für die Publikation. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen umständlich, aber es war von Anfang an geplant, dass ich zu der Ausstellung noch was irgendwie, eben eine Art Katalog, Publikation, Edition machen wollte. Dann habe ich zufällig die Arbeit gesehen, die Stefan mit der Lena Eriksson gemacht hat, also eben das Magazin. Hat mir sehr gefallen und dann, von daher war dann eigentlich mal die Richtung klar. Eigentlich ist die Sache, so wie sie jetzt gelaufen ist, auch trotz Pandemie und ich weiß nicht was allem, ist eigentlich ziemlich ein Glücksfall geworden, weil beide Teile, sowohl die Ausstellung als die Publikation, tun sich ergänzen. Und das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick oder so, aber es geht eigentlich mehr auch um, wie soll ich sagen, also die Publikation hat ja ein bisschen seltsamen Titel, das heißt In Effigie. Und In Effigie ist ein Begriff aus der Rechtsprechung, der
eigentlich bis im letzten Jahrhundert noch benutzt wurde. Und zwar geht es eigentlich darum, dass wenn jemand ein Vergehen begangen hat, Verbrechen, was auch immer, also kapitalmäßig, also was Ernstes und so, und sich der Strafe entzogen hat, also verschwunden ist, und das haben ja viele Leute gemacht, vor allem eben Leute, die sich das leisten konnten, also Adlige, Könige, whatever, dann hat man, also konnte die Justiz dem Täter nicht habhaft werden und hat dann quasi als Ersatz eben in Effigie ein Bild malen lassen von diesem Übeltäter. Und dieses Bild wurde dann auf einem speziellen Gerüst, das man dann errichtet hat, wie dort, wo man die Leute hängen tut oder irgend sonst was, wurde hochgezogen und verbrannt. Und in Effigie bedeutet eben genau das, dass eigentlich aus der physischen Abstinenz ein Ersatz geschaffen worden ist. Und gut, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen umständlich, aber für mich hat das sehr viel mit der Funktion von Malerei oder von Bildern generell zu tun. Nämlich, dass man da was hat oder tut oder produziert, ja, also dem man ja eigentlich nicht habhaft werden kann, auch im Bild nicht. Also ich gehe da immer mal, ich nenne immer das tolle Beispiel von diesen wunderbaren Bildern von Cézanne mit den Äpfeln auf so einem Tisch. Da gibt es ein paar und die sind so großartig, immer noch. Und trotzdem, es sind keine Äpfel. Also es ist ja ein Bild von einem Apfel und so weiter und so fort. Gut, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber für mich noch ein letztes zu dieser Publikation jetzt kurz. Es hat ja eigentlich immer zwei Sachen auf einer Seite, nämlich oben durch so ein A4-Blatt, genau, und unten durch andere Abbildungen von Bildern. Jetzt das A4-Blatt, das ist eigentlich, steht für die Titel, die die unteren Bilder alle nicht haben. Ich habe keinen einzigen Titel für Bilder, weil ich eben finde, das ist eigentlich nicht nötig, weil das vereinfacht, oder nee, eigentlich nicht vereinfacht, aber es tut wie den Zugang zur Arbeit eigentlich verschieben oder verunklären. Also wenn ich eine Sonne male und da unterschreibe Sonnenuntergang oder so, dann brauche ich ja das Bild auch gar nicht mehr anzuschauen. Dann weiß ich ja vom Titel, um was es geht und so weiter. Gut, darum habe ich eben keine Titel. Aber dann ist mir auf einmal aufgegangen, das ist ja eigentlich auch ein Mangel. Und dann hat diese Serie angefangen mit diesen expliziten Titeln. Das sind alles A4-Blätter mit Begriffen, die als Titel gelten können für alles andere, für alles Mögliche. Und ich habe das auch schon so ausgestellt, dass beispielsweise Bilder an der Wand sind und unten durch eben diese Titel, die man dann zuordnen kann, je nach Bedarf. Hier im Magazin ist es jetzt genau umgekehrt. Das sind die Bilder, die auch zum Teil ziemlich groß sind und so weiter, die sind unten und oben durch läuft diese Titelserie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Nein, ich finde das sehr spannend, Matthias, auch insbesondere, weil es ist ja eigentlich eine doppelte Abbildung. Zuerst gibt es das Bild, die Bildidee, dann die Malerei und jetzt als Magazinprodukt liegt das eigentlich das Abbild vom Abbild vor und wird multipliziert und verteilt und verkauft. Und es ist für mich als Herausgeber eine Bereicherung in der ganzen Serie, weil es hat auch so etwas Indexhaftes. Es ist wie eine Gesamtschau, es ist wie ein Bilderarchiv, das du uns vermittelst und uns einen breiten Einblick gibst.
dadurch können wir auch die Bilder miteinander vergleichen und ich sehe da, es gibt wie unterschiedliche Prinzipien, wie deine Bilder aufgebaut sind. Kannst du einmal auch eine Strategie von dir uns vermitteln, wie du vorgehst, von der Idee und den einzelnen Elementen, wie die da malerisch, gestalterisch zusammenkommen? Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber was ich gemerkt habe im Laufe dieser Vorbereitung, sowohl zur Ausstellung wie auch zum Magazin oder zur Edition, war, dass eigentlich, also das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber die Bilder haben sich verselbstständigt. Also normalerweise habe ich ja das Zeug bei mir oder es ist irgendwo gezeigt oder irgendwie sonst was und so. Und da besteht ja immer eine Verbindung und so zwischen mir und der Arbeit und hoffentlich dann manchmal auch zwischen jemandem, der sich so weit interessiert, dass er das Zeug kaufen will oder so. Und jetzt ist eigentlich etwas entstanden, das ist mir eigentlich noch nie passiert, obwohl ich mache ja das auch nicht zum ersten Mal, dass durch den Fakt, dass die Bilder wirklich weg sind, bei dir, Sibylle, haben sie sich gelöst. Und du willst was wissen über das Prinzip, das Gestaltungsprinzip, glaube ich. Mhm. Ich habe gestern noch ziemlich viel nachgedacht, was ich da jetzt eigentlich sagen soll. Und dabei ist mir der Begriff vom Zufall wirklich auch wichtig geworden. Und zwar, dass Zufall ja was ist, was im Allgemeinen als unkontrolliert oder ich weiß nicht was, oder spontan oder ich weiß nicht was, bezeichnet wird oder konnotiert wird. Also was weiß ich, wenn man mit Farbe rumspritzt, dann ist das ja ein zufälliges Resultat. Jetzt aber dann, denke ich, ist das ja eigentlich nur der Anfang. Also man kann es vielleicht vergleichen mit einem Würfelspiel oder so. Also wenn man würfelt und hat eine 6 oder irgend sonst was, dann ist das Zufall. Wenn man aber 100-mal würfelt, wird aus dem Zufall eine Reihe, wird aus dem Zufall ein Gesetz. Also in dem Fall mit den Würfeln geht es um die Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter, das wissen wir alles. Dass wenn man lange genug würfeln würde, würde man eigentlich merken, dass man eigentlich jede Zahl gleich viel würfelt. Und also jetzt wieder zurück zu den Bildern. Die Anordnung dieser Geschichten, jetzt hier beim Magazin, ist eigentlich ganz ähnlich passiert, nämlich wirklich am Anfang als Zufall. Ich habe die Bilder genommen, ich habe da ein paar Ordner gemacht, ich habe das irgendwie zusammengesetzt, ich habe geschaut, wie das irgendwie funktioniert. Wir versuchen, den Bildschirm freizugeben. Und gucken. Und wenn das beim ersten Blatt wirklich noch ein Zufall war, dann war es dann beim zweiten Blatt schon kein so Zufall mehr, sondern es wurde dann eigentlich eine Regel draus. Und ganz ähnlich, und darum meine ich, sind das zwei Sachen, die sich ergänzen, ist bei der Ausstellung gegangen. Die Sibylle hat von Anfang an eine Idee gehabt, nämlich sie wollte eigentlich den ganzen Haufen zeigen, ohne das als Einzelnes zu präsentieren, sondern mehr so als, okay. Ich bin da nicht sicher, ob... Man müsste das vielleicht noch so, jetzt ist das richtig gut, ja. So. Gut. Ja, also was ich damit sagen will, ist eigentlich auch hier bei dieser Mini-Ausstellung beim Stefan im neuen Büro hat es ganz verschiedene Sachen, nämlich ein Bild, was er ausgesucht hat, das große, was ein uraltes Teil ist oder sehr altes Teil.
Und dann die 2 neuesten Arbeiten, die quasi gestern noch irgendwie unterm Hammer waren. Und eine plastische Arbeit quasi. Und ich habe jetzt festgestellt bei der Ausstellung bei Sibylle, dass sie wirklich die Möglichkeit erkannt hat, wie man Arbeiten miteinander sprechen lassen kann. Sie hat unter anderem die Idee gehabt, dass man Umhängungen macht, hat eine gemacht jetzt. Ich war da ein bisschen ängstlich zuerst, weil ich gedacht habe, ja, ich bin ja nicht dabei und etc. und so weiter und so fort. Und die haben das, also sie und ihr Team, die haben das wunderbar gemacht. Und das hat mich wiederum bestätigt, eben in diesem Glauben an die Verfestigung des Zufalls quasi. Also, dass wenn man Sachen macht, man muss sie einfach machen und dann geht's. Also, tönt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich habe ja auch schon Projekte kuratiert, also mit Fremden arbeiten, auch beispielsweise regionale und so weiter habe ich und habe das immer sehr gerne gemacht, wenn ich es allein tun konnte. Und dabei ist mir eigentlich aufgefallen, dass es eigentlich keine Regel gibt, für was miteinander geht, sondern es geht wirklich alles miteinander. Und das war jedes Mal eigentlich zuerst ein Schock, weil ich gedacht habe, ja, wo bleiben denn all diese kunsthistorischen Bezüge und ich weiß nicht was und Regeln. Und es ging trotzdem eine Makramee-Arbeit neben, was weiß ich, irgendeine Hardcore-Malerei oder so. Es ging. Man musste es machen und eben auch da wieder der Zufall entscheidet und wird aber kein Zufall mehr, wenn es dann mal steht. Also sobald das mal hängt, ist es quasi ein Gesetz. Okay, man kann darüber diskutieren, es gibt sicher auch Leute, die finden völlig daneben oder so, aber ich denke, das ist vielleicht der Schaffensprozess, oder nein, ein Arbeitsprozess, dass man Sachen platzieren muss und über die Zeit ergibt sich halt dann wirklich ein neuer Zusammenhang, eine Kombination, eine Nachbarschaft. Ja, also ich denke, ich habe immer auch sehr viel, ich habe den Begriff Sampling, das kommt ja eigentlich aus der Musik, so aus den letzten 20, 30 Jahren, als die Beatboxes aufkamen und so weiter, wo die Leute zu Hause mit relativ wenig Aufwand was selbst produzieren konnten und auch schneiden und so weiter und so fort. Habe mich eigentlich in der Musik nie wahnsinnig überzeugt, weil es, aber das Prinzip, das finde ich eben auch in der Bild, oder finde ich vor allem eben beim Bilder herstellen, finde ich fundamental und spannend und immer noch toll. Also, ja. Du hast da ja etwas mitgebracht, so diese Post-it mit Titeln von Songs und von Musikgruppen. Das sieht auch sehr inspirierend aus. Ja, kann ich das mal zeigen? Ist das so auch eine Vorlage dann für Bildstrategien oder ist das so eine begleitende Arbeit? Wie verhält sich da dieses Sampling zueinander? Ja, das würde ich sagen. Das ist eigentlich genau so. Also das sind ja, also ich tue das einfach alles so aneinander hängen und tue das zwischendurch auch wieder anschauen. Das sind alles Musiker oder Musikerinnen oder Gruppen oder was weiß ich, die ich zum Teil noch nicht kenne. Also ich bin eigentlich immer froh, dass ich immer noch und immer mehr eigentlich Sachen entdecke, die ich ganz toll finde. Ja. Also, und zwar nicht nur neue Sachen, sondern ich habe gemerkt, dass ich beispielsweise auch aus meiner Zeit, sogenannten Jugendzeit, wo ich nur Rolling Stones gehört habe und Jimi Hendrix,
dass es da noch sehr viel mehr gab und sehr viel mindestens so Spannendes oder so. Und das kommt alles jetzt irgendwie mit diesem ganzen Netzallpräsenz, kommt das hoch und ist verfügbar. Und dann bist du Radiohörer oder ist das ja, beim Malen, dann hörst du Radio und dann machst du eine Notiz? Ja, ich tue natürlich auch sehr viel CDs holen und ausprobieren. Ja, ja. Früher war ich viel an Konzerte, aber heute bin ich gar nicht mehr so wahnsinnig scharf auf Menschenansammlungen. Also da kommt mir die Pandemie sehr entgegen, kann ich sagen. Also ich höre eigentlich ganz gerne Musik, aber alleine. Und brauche das eigentlich quasi wie so, wie sagt man denn? Ja, wie Kraftstoff, Treibstoff, also so wie ein Auto, das Benzin oder was auch immer. Ja, jetzt, Pat ist ja auch Malerin, du bist auch Musikhörerin, du gehst auch mit dem Zufall um. Kannst du uns erläutern, wie du mit dem Zufall arbeitest? Ich bin jetzt gar nicht gefasst. Ja klar, du kannst ja nicht nur hier ruhig auf dem Sofa Das sitzen, hat mich interessant gedünkt, da zu hören, nichts zu sagen. Ich bin jetzt nicht gefasst, etwas zu sagen. Aber der Zufall finde ich auch als Malerin ein ganz interessantes Werkmittel, weil der Zufall einen überrascht oder einem begegnet und man kann ihn nehmen oder man kann ihn auch wieder wegstoßen, wegmalen oder man kann ihn lieben oder hassen oder man kann ihn zulassen oder eben nicht. Und das finde ich beim Malen auch eigentlich das Interessante, die Geschenke, die der Zufall einem gibt. Ja, und dann ist es eben schon kein Zufall mehr. Nein, dann wird es eigentlich schon. Dann wird es eigentlich schon eine Regel oder, Eine Regel, ja. Oder etwas, was man. Fast ein Gesetz auch. Ja, genau. Und das finde ich eigentlich so. Ist es dann der richtige Moment? Braucht es so eine Aufmerksamkeit gegenüber dem Zufall? Oder wie ist dieses Verständnis? Da findet ja so trotzdem etwas Dialogisches statt. Man wartet oder Also man teilt was an. Das ist sehr gut. Ich warte eigentlich. Und es malt. Du nein, wartest und es ich malt. warte überhaupt nicht. Ja. Ich warte. Ja, okay. Der Malprozess, der ist eigentlich das, was am wenigsten Zeit braucht. Also, aber ich habe, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu früher, wo so irgendwie das Arbeiten so was fast Rauschhaftes auch sein konnte, selten, aber es war manchmal so, das habe ich überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, ich bin da, ich gehe zwar hin in den Raum, ich sitze hin, ich fange an, aber wie soll ich sagen, es braucht wahnsinnig viel Zeit und es braucht immer mehr Zeit, glaube ich. Und das hat vielleicht auch mit dem Fortschreiten des Alters zu tun. Dass das ist, ich komme mir manchmal vor, wie so ein Computerteil gibt es ja sowas wie eine Festplatte und wenn man da zu viel drauf tut, dann wird er immer langsamer, weil er ja hat immer mehr zu bewältigen. Also, und so komme ich mir selbst ja auch vor. Also ich habe ja zu tun jeden Tag mit der ganzen Summe, die eigentlich schon hinter mir liegt, oder? Also an Leben, Erfahrungen, was weiß ich, tollen Sachen, weniger tollen Sachen etc. Das muss ja alles, da fallen ja Entscheide, oder? Und da kann man vielleicht auch wieder den Zufall bemühen, dass natürlich gewisse Sachen, die kommen eher hoch als andere. Also das Gedächtnis hat ja auch was damit zu tun, dass also es gibt ja Neurologen, die sagen, alles, was man liest, alles, was man sieht, alles, was man ist immer da. Nur wir wissen nicht, wie es holen. Und Gott sei Dank, oder? Weil sonst wären wir ja eigentlich quasi in einem Dauer, wie soll ich sagen, Pflegen oder so, oder? Permanent, oder? Hält ja niemand aus. Oder? Und ich denke, da wird es doch eigentlich interessant, dass dieser Beruf, also dieses Machen von Kunst oder jetzt in dem Fall von Bildern,
quasi wie uns die Möglichkeit gibt, sowas zu filtern auch. Also der Filter ist, was dann rauskommt. Ja, die Entscheidungen, die wir treffen. Aber ich treffe die Entscheidung eigentlich immer erst nachher. Ja, Also nach dem Filtern. Ja. Ja. Also ich habe. Aber ist Filter nicht auch eine Entscheidung? Ja, aber ich meine, ich sammle beispielsweise viele Bilder auch sonst, also von anderen Leuten. Ich bin auch sehr interessiert eigentlich. Ich bin mehr interessiert an Kunst, beispielsweise aus dem 14., 15. Jahrhundert in Italien, als an Gegenwartskunst, weil ich dort eigentlich, also passt mir jetzt einfach besser, was dort abgelaufen Die ist. Inspirationsquote ist dort höher als im zeitgenössischen. Das weiß ich nicht mal. Ich merke einfach, dass dort etwas ist, also beispielsweise ein sehr wichtiges Teil in der Kunstgeschichte ist ja eigentlich die Erfindung der wissenschaftlichen Perspektive, so 1400 bis 1550 oder so. Da passieren ja ganz verschiedene Schritte von Mathematikern bis zu. Und dann ist auf einmal diese Perspektive da, oder? Und jeder Maler musste sie können und musste das irgendwie durchprobieren und so weiter. Und schlussendlich sind da so viel, ich sage es jetzt ganz salopp, langweilige Sachen entstanden, die zwar alle stimmen, perfekt, bis als die ideale Stadt, alle diese Sachen und so weiter. Und was vorher passiert ist, also 1350 bis 1450 oder so, das war so viel auch lustiger, weil die sich gar nicht um diesen Scheiß bemüht haben, sondern die haben, also beispielsweise die Größenverhältnisse, die wurden anders, die wurden ganz anders benutzt. Oder Nach der Wichtigkeit, was wichtig ist, war groß, was nicht wichtig ist, ist klein. Ja. Wie bei der Rechtschreibung. Da beschreibe ich alles groß. War ein Witz. Sibylle hat ihren Namen auch groß geschrieben. Das Esszimmer. Alles groß geschrieben. Weil es wichtig ist. Ja, und weil es vielleicht einfach auch so, es gibt ja wie so einen grafischen Block. Also es ist irgendwie so auch eine Skulptur, ja. Also Ja, jetzt sind wir da, Sibyl, wie in einer Blase. Wie kommt das rüber da nach Bonn, nach Deutschland? Das ist eine wunderbare Sofa-Plauderei über die Publikation und über andere Sachen, alles toll. Könntest du jetzt vielleicht noch etwas zu deinem Verlagsprojekt oder Magazinprojekt noch ein bisschen was erzählen? Das ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht so vorgekommen. Also was machst du da und wieso und was treibt dich da vielleicht auch ein bisschen und in welchem Duktus erscheinen da diese Publikationen? Ich habe gesehen, dass jetzt quasi gerade 2 Publikationen gleichzeitig erscheinen. Also das heißt, das ist jetzt nicht so irgendwie, dass da ein bestimmter Duktus irgendwie einmal alle 2 Monate, sondern mehr ich sage jetzt mal so nicht nach Bedarf, aber vielleicht nach Notwendigkeit oder so. Ja, das ist ein guter Hinweis. Es erscheint rollend, plus minus all Monat ein Magazin. Und ich finde es auch hier jetzt sehr schön, da mit diesen Thumbnails von Matthias. Und die nächste Ausgabe ist nahezu von Florence Jung. Das hat auch eine spezielle Geschichte, beinhaltet nahezu nur weiße Räume und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich die beiden Magazine miteinander konsumiere, dass ich da ist so wie eine Art ein Bastelbogen, den ich da im nächsten Magazin einkleben möchte und mein persönliches Magazin mache. Also es ist so eine Nachbarschaft, eine zufällige Nachbarschaft, die ich als Geschenk empfinde. Und ohne dich zu fragen. Ohne dass du uns gefragt hast, ja, das ist gut. Ja, aber das ist ja eigentlich erfrischend, finde ich. Darf ich noch schnell was sagen zu Stefan und zu Pat?
das hat mich nämlich auch, das habe ich alles auch nicht gewusst. Die beiden bilden etwas ganz Spezielles, habe ich auch erst kürzlich erfahren. Da gibt es auch Texte darüber und so weiter. Und zwar nicht nur Sie zwei, sondern Sie haben auch noch vier, wie sagt man denn, Kinder sind es nicht mehr, Erwachsene Nachkommen. Und sie haben sich, und das hat mich wirklich umgehauen, weil ich das ja gar nicht glauben kann, dass es sowas gibt. Sie haben eigentlich ein Familienunternehmen gestartet. Also, dass sie, auch Künstler, die vier. dass sie eigentlich alle 6 zusammen Kunst machen als, wie sagt man denn, früher hätte man gesagt, als Kollektiv. Und ja, also ich finde das sehr speziell, weil für mich bringt das noch so was rüber aus der Zeit, wo ich selbst eigentlich auch geglaubt habe, dass der, wie soll ich sagen, also blöd gesagt, dass der Sozialismus dann bald kommt und dass dann alle Probleme gelöst sind und so, ist ja nicht passiert. Aber Sie haben das offenbar hier. Ja, sicher. Ich weiß ja nicht, wie weit Sie das politisch verstehen, aber für mich ist es eine politische Haltung, wenn man eben, wie soll ich sagen, diesen Individualanspruch, den, sagen wir, die Kunst ja im Allgemeinen hat, vor allem bei den Künstlerinnen, wenn man den umgeht, und das haben sie zumindest versucht, ich weiß nicht, wie weit das noch weitergehen wird, ob diese Gruppe auch noch in 20 Jahren Bestand hat, ist aber auch gar nicht wichtig, weil Hauptsache es passiert sowas, oder? Und ich finde das sehr speziell, muss ich sagen, weil es hat mich wirklich so gedanklich auch zurückgeworfen auf Sachen, die mir selbst eigentlich auch beim Kunstmachen schon fehlen. Nämlich, ich wäre eigentlich auch sehr viel lieber Musiker geworden, muss ich sagen, weil dort eigentlich meistens so ist, dass man mit anderen Leuten zu tun hat und dass man irgendwie auch zuhören muss, was jemand anderes sagt und so. Und beim Kunstmachen, so wie ich es praktiziere und viele andere Leute auch, da habe ich das nicht. Da bin ich einfach, ja, da bin ich Autist und allein und ich weiß nicht was alles, oder? Und darum finde ich eben das sehr erfrischend, dass als ich gemerkt habe, dass die da eine ganz andere Traktorschiene durchziehen, oder? In dieser Landschaft. Also ja, ich denke, wir haben jeden Sonntag ein großes Spaghetti-Essen mit 10, 12 Teilnehmerinnen, auch die Freunde unserer jungen Erwachsenen sind im Kunstbetrieb tätig und sind erfolgreich, und auch im Magazin gibt es dazu unterschiedliche Spuren, auch von Pat. Und das ist ein Magazin. Ja, das ist da hinten im Archiv. Das ist jetzt nicht Wenn ich jetzt vielleicht noch mal kurz dazwischen grätschen darf, Matthias hat mir eigentlich das Stichwort gegeben mit dem Sozialismus, der mich dann auch an den Kapitalismus hat denken lassen. Und ich denke, wir sollten nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass man diese wunderbare Publikation von Matthias, aber auch natürlich alle anderen aus deinem Verlag käuflich erwerben kann, oder? Und zwar entweder auf deiner Magazin-Webseite oder über das Esszimmer. Sowohl dein Verlag ist bei uns auch verlinkt. Also je nachdem, wo man dann vielleicht sitzt, kann man dann sich das eine oder das andere dann aussuchen. Einfach nur, dass man das jetzt nicht ganz vergisst, dass das ja auch wichtig ist, dass man das einerseits besitzen kann und dass man damit natürlich auch dieses Magazin unterstützt, oder? Dass das jetzt nicht nur der pure
Ja, es ist schon Sozialismus, weil da viel Herzblut und Arbeit drinsteckt, die sich jetzt so nicht monetarisieren lässt, aber zumindest die Aufwendungen dafür kann man da doch abdecken dann. Ja, das Gleiche, Entschuldigung, das Gleiche könntest du ja auch sagen von dir. Also ich meine, all das, was dort hängt in Bonn und so, auch das ist käuflich. Genau, natürlich. Nur noch schnell als Zwischenkorrektur. Ich sehe den Sozialismus nicht als ein Schlaraffenland, wo man einfach alles nehmen kann und es ist gratis. Aber ich sehe das eigentlich ganz anders. Im Gegenteil, ich finde doch, es fängt damit an, dass Arbeit bezahlt werden muss. Und das ist ja bei uns Kulturschaffenden im Allgemeinen immer noch sehr prekär. Also ich kenne ganz wenig Leute, die das irgendwie so machen, dass das funktioniert, wie das wäre, wenn man eigentlich einen vergleichbaren Job und dann, was weiß ich, in der freien Wirtschaft hat oder so. Also nur zum Sagen, Sozialismus hat für mich zuerst mal damit zu tun, dass, sagen wir, Unterschiede wegfallen, anders verteilt werden, aber die Kunst, entweder bezahlt sie der Staat, das finde ich am tollsten, das war auch mal so, nicht bei uns, aber an anderen Orten, oder ja, es gibt in dem Sinn genug Interesse, dass das irgendwie aufgeht für alle. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kurz gegriffen und können wir ein anderes Mal weitermachen. Entschuldigung. Ja, nein, ich denke, es ist ja auch die Frage, dass das Magazin 957 ist auch eher ein Kunstprojekt, vielleicht als ein typisches Verlagsprojekt. Ich verstehe mich auch auf den unterschiedlichen Seiten tätig, sowohl ich bin selber Bildermacher, Produzent, ich fotografiere sehr viel und es ist natürlich für mich auch immer ein Anliegen, diese Bilder oder Bilder von Freunden oder wie auch von dir in den Raum zu verlängern, in den öffentlichen Raum. Und ich habe begonnen, schon seit meiner Studienzeit Booklets oder Büchlein, Zines zu machen. Und jetzt mit den digitalen Möglichkeiten habe ich da dieses Projekt entwickelt, das es ja auch schon seit 8 Jahren gibt. Und ich glaube, das Schöne ist ja, wir haben uns auch nicht gekannt im Vorfeld. Es ist ja das drittletzte Magazin, ich glaube von Marianne Halter und von Mario, die haben mich weiterempfohlen und ich denke, das ist ja dann der Mehrwert. Also das kommt so plus minus kostendeckend raus. Der Mehrwert ist jetzt heute Abend das Gespräch mit dir, die Zusammenarbeit, irgendwie dieser Link zu dir, Sibyl. Ich glaube, das ist auch das, was wir als Künstler auslösen können. Wir können nicht alles auf diese Geldgoldwaage legen, sondern es ist ja Lebensenergie, es ist Lebensfreude, es sind diese Verknüpfungen, Verbindungen, Begegnungen, die uns am Leben erhalten. Und ja, auch jetzt, ich wäre sehr, sehr gerne nach Bonn gekommen. Vielleicht ergibt es sich das nächste Jahr, ich hoffe so, und dass du auch hier einmal nach Luzern kommen kannst und die Redaktion besuchen kommst. Ich glaube, das ist ja so dieser direkte Austausch. Wir müssen unbedingt schauen und diesen Austausch pflegen, auch in diesen Barrierenzeiten und uns nicht verrückt machen lassen. Gebe ich dir völlig recht. Ich bin sehr froh, dass wir uns hier mit der Technik etwas Unterstützung holen können und das zumindest so partiell simulieren können, was sonst live hier jetzt im Esszimmer stattgefunden hätte mit Publikum und natürlich auch mit einer anderen Möglichkeit der Interaktion, dass es wird hier in diesem Kontext natürlich immer so ein bisschen, es geht immer so in Richtung ein bisschen Monolog, oder? Von dem her finde ich das schön, dass wir jetzt immerhin hier schon mal zu 4 sind.
und wo sowas wie ein Gespräch und ein Austausch ja auch stattfinden kann. Wen wir jetzt noch nicht so erwähnt haben, ist glaube ich, Isabel Zürcher, die den Text eigentlich geschrieben hat, der als Insert in dieser Publikation noch drin ist, also zu deinen Arbeiten, genau. Isabel Zürcher ist gesundheitstechnisch leider nicht in der Lage oder war nicht in der Lage, auch live dabei zu sein, was natürlich schade ist, aber es ist halt so. Magst du noch irgendwie was zu dem Text sagen, Matthias, von Isabel oder? Ja, sie hat dort drin einen Begriff und der hat mich eigentlich schon, als ich es dann zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich wirklich ein bisschen umgehauen und tut es immer noch gleichgültig. Sie schreibt gleichgültig. Und ich war wie ein bisschen vor den Kopf geschlagen beim ersten Durchlesen und dann habe ich es langsam gelesen und habe gemerkt, dass gleichgültig setzt sich ja zusammen aus zwei Wörtern, nämlich gleich und gültig. Also kann man auseinandernehmen. Und dann wird es wieder sehr spannend und dann wird dieser Begriff irgendwie sehr zutreffend für das, was mich beschäftigt, nämlich da wären wir dann auch wieder beim Zufall in verschiedensten Formen, dass, wie soll ich sagen, zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Leben, drei verschiedene Leben, was weiß ich, etc. Man kann das natürlich ausdehnen ins Unendliche, aber fangen wir mal bei kleinen Zusammenhängen an. Die sind, das ist ein Postulat, die sind gleichgültig. Wie gleichwertig. Gleichwertig, genau. Also zuerst mal gibt es keine Diskussion, ist jetzt was gut oder schlecht oder was weiß ich, sondern es ist einfach mal da und es ist zu nehmen. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was Kunst irgendwie leisten kann. Nicht nur, aber Kunst kann es leisten, weil sie ja sich einen speziellen Raum schafft, der da eben White Cube oder sonst oder irgendwie, wo das verhandelbar ist, wo man das irgendwie, wo man Zeit hat, das zu lassen und das sich gegenseitig sich entwickeln lassen kann. Und das finde ich eben auch spannend, auch wenn ich jetzt nicht nach Bonn reisen kann, dass ich weiß, dass meine Arbeit dort ist, aber in Zusammenhängen, wie ich sie mir selbst nie gedacht habe. Und da vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf, wie die Ausstellung entstanden ist dann. Ich habe dann auf einmal im Vorfeld, also ich musste ja Sachen zusammenpacken, das macht man so, und auf einmal habe ich gemerkt, ist eigentlich ganz egal, was ich mitnehme. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Einfach, also natürlich hat man Kriterien und ich weiß nicht, was man will ja auch neue Sachen zeigen und so weiter. Aber auf einmal sind da Sachen reingekommen, genauso wie beim Magazin, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und so. Und das finde ich eigentlich spannend, dass das möglich ist, dass aus dem etwas entstehen kann, was dann quasi wieder neue Bilder generieren könnte. Und gut, ich bin jetzt natürlich ein bisschen selbstbezogen und ich finde wirklich, dass die Bilder, nicht meine, aber generell, dass Bilder etwas vom Wichtigsten sind, was es gibt, weil man sie eben benutzen kann auf ganz verschiedene Art und Weisen. Jeder für sich. Ich meine, das ist kein Zwang. Die Kunst ist kein Zwang, es ist kein Maschinengewehr oder so. Es braucht sie kein Mensch, wenn er sie nicht will. Also die Pandemie zeigt auch vielleicht erst im Laufe der Zeit, aber
wenn niemand das will und wenn niemand sich darum kümmert, okay, danke, aber es werden die Künstler ihnen trotzdem vermutlich weitermachen. Also ich meine, es ist nur, im Moment ist ja die Publikumsgeschichte ein Problem, oder? Weil man kann nicht gehen, man will nicht gehen, man hat Angst, sich anzustecken, etc. und so weiter. Auf der anderen Seite hat diese Kunstgeschichte für mich was wie von einem Selbstläufer. Das geht weiter. Das geht weiter, auch wenn kein Mensch das anschauen kann. Also, Ja, das ist ja wie Singen im Wald. ja, ganz genau, das ist wie der Baum, der im Wald umfällt und kein Mensch hört. Oder eine Blume, die blüht Ja. und kein Mensch sieht, Ja. aber sie blüht trotzdem. Ja, und es ist Energie, die freigesetzt wurde. Also, und da glaube ich eben schon wieder an die sogenannte Feinstofflichkeit, also im weitesten Sinne, ohne esoterisch zu werden. Also, Aber einen spirituellen Ansatz hat es trotzdem irgendwo. ja, Ja. ja. Ja, eben, das zu Isabel. Also vielleicht hat sie es gar nicht so gemeint, aber ich glaube doch. Ich fand es sehr spannend, dass sie eigentlich, ich fand auch ihren Titel, oder finde ihn immer noch, Wer schaut zu? Fragezeichen. Und was? Auch nochmal Fragezeichen. Ich finde das saufrech und gut. Also wirklich ein Stolperstein. Hat mir sehr gefallen. Sehr gut. Also, Ich denke, es ist ein gutes Package, der Text von Isabel Zürcher zu deinen Arbeiten. finde ich ja. Und jetzt in dem Magazin. Das ist, ich denke, das ist eine wirklich sehr schöne, runde, stimmige Sache, die da gut zueinander passt. Ich weiß nicht, ich denke, wir sind so langsam eigentlich so am Ende, oder? Von der Präsentation. Außer ihr habt jetzt das Gefühl, dass wir noch irgendwas ansprechen sollten, noch etwas total vergessen haben. Ich dir, Sibyl, so diesen Lampenschirm, Matthias, auf der linken Seite. Das ist kein Lampenschirm. Das ist kein Ich rutsche weiter. Noch dazu sagen, zum Lampenschirm, der kein Lampenschirm ist. Ja, nein, nicht Ja, gut. So, es gibt so eine gemütliche Atmosphäre, die durchdrungen wird von einem anderen Stab mit einem Lappen oder mit einem. Nein, das ist auch kein Lampen. Ich ziehe die Brille ab. Das ist eine Perücke. Eine Perücke. Ja. Und der Lampenschirm ist kein Lampenschirm, sondern ist der Mantel. Also es gibt diesen Mantel, wie soll ich sagen, ich habe das hier, glaube ich. Es gibt den Mantel der Madonna, den Schutzmantel. Der Schutzmantel ist quasi Ja, eine Rüstung oder so. ja, ist wie eine Rüstung und normalerweise, also ist natürlich das abgebildet mit der Madonna mittendrin. Und, das ist das Kreuz. Und da ist aber das Kreuz. Ist eben auch, also es bezieht sich eigentlich auch wieder auf diesen Titel In Effigie. Wo habe ich das jetzt? Ah ja, doch, das ist ja sehr wichtig. Du hast ja die Einladungskarte. Die war ja eigentlich auch diese Schutzmantel. Genau. Also ein Schutzmantel und da Bilder drüber und ich weiß nicht, nur dass jetzt in meinem Falle, ich getraue mich nicht, eine Madonna zu malen und finde es auch gar nicht wichtig, weil eben die Funktion dieses Mantels, die finde ich, die ist auch heute noch sehr, also ich finde das ein sehr bildmächtiges Motiv. Also wenn ich diese Bilder sehe, eben auch so Quattrocento, Trecento und so weiter, dann gibt es diese Madonna meistens ziemlich starr und ich weiß nicht. Und unten durch, also da, wo der Mantel sich öffnet, sieht man all diese Leute, die Zuflucht genommen haben. Und dann kommt noch irgendwo der Teufel, der beißt dir dann irgendwie am Fuß oder so, weil der möchte natürlich all diese Leute rausholen, die da sich versteckt haben. Also ich finde das großartig. Also als
Und so ein Ding darzustellen, wäre eben in der Nachrenaissancezeit, also in der Nachperspektive, Entdeckungszeit, gar nicht mehr möglich gewesen, weil wir hätten alle gedacht, der spinnt ja, was macht er da irgendwie so kleine Figürchen und große Madonna und so weiter. Und damals war das noch möglich, weil es spielte keine Rolle. Oder? Es ging eigentlich es ging mehr um Inhalte als um Technik damals. Also, ist jetzt ein bisschen verallgemeinert. Aber ja, es gibt ein Lied von den Residents und da heißt es, Elvis has just left the building. Ja. Ja. The Holy Virgin has just left the building. This is her coat right there. Also das ist natürlich ein Teil von Lied oder so. Aber eben, es geht auch um das, dass irgendjemand nach Elvis Tod dann auf einmal das so gesagt hat, look at his footprints like just now oder so. Also wo man doch gesehen hat, wie er da irgendwie weggelaufen ist. Und das, was übrig geblieben ist, sind seine Fußabdrücke oder so. Und für mich ist das dieses Teil, wie hast du gesagt, Lampenschirm. der Lampenschirm hat eine ähnliche Funktion quasi, also als Mantel und so. Du. Gut, Schön. danke Bei vielmals. uns fehlt der Heizpilz. Es wird langsam kalt. Genau. Ja. Matthias, ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist immer sehr spannend, wenn du irgendwie in die Kunstgeschichte abtauchst und da Bezüge machst. Aber ich denke, wir haben jetzt dann fast eine Stunde gefüllt mit einem sehr, sehr spannenden und auch gemütlichen Sofa-Gespräch zur Präsentation der Ausstellungspublikation. Und das heißt, wir beenden jetzt den Livestream. Ich kann nur alle, die irgendwo noch dabei sind, noch mal auf unsere Website hinweisen. Dort gibt es alle Links und Infos zur Ausstellung, zu Matthias, zu Stefan, zur Publikation. Man kann die Ausstellung anschauen, die noch bis in den Januar geht. Bei uns hat es auch Exemplare der Publikation, die man direkt bei uns auch dann sonst beziehen kann. Sonst meldet man sich per E-Mail bei uns oder bei Stefan. Und dann gibt es ja im Januar auch noch ein Künstlergespräch mit Matthias und mit Ingrid Roschek und Rainer Barzen, das wir dann wieder in dem ähnlichen Setting versuchen herzustellen. Und ich denke, das ist dann, da werden wir noch mal ein bisschen mehr oder noch mal ein bisschen was anderes dann auch über dich und deine Arbeit erfahren. In dem Sinne danke ich allen, die jetzt noch da sind, die dabei waren, reingeschaut haben. Das siehst du nicht. Du zeigst. Das ist Rainer Barzen und Ingrid Roschek und mir, bei dir natürlich. Ja. Zur Eröffnung, als das jetzt so noch möglich war, genau. Und ich danke euch, dass ihr euch alle in Luzern eingefunden habt und nochmal Stefan für die wunderbare Zusammenarbeit für diese Publikation. Und das ist wirklich ein sehr schönes Produkt geworden und natürlich Matthias dir für die Ausstellung und alles. Und in dem Sinne sage ich jetzt mal Ciao auch an alle anderen und beende jetzt den Livestream. Tschüss. Danke. Danke. So, jetzt haben wir wieder.